Hallo Alex. Schön, dass du wieder da bist. Heute starten wir mit einem neuen Level, B2. Die Redewendungen werden jetzt anspruchsvoller, oft mit historischem oder literarischem Hintergrund. Hallo Moni. Ich bin gespannt. Nach 300 B1 Ausdrücken bin ich bereit für mehr Tiefe. Perfekt. Fangen wir an. Den Teufel an die Wand malen, das hatten wir schon mal? Ja, bei B1 glaube ich immer das Schlimmste vorhersagen. Genau, aber zur Wiederholung, pessimistisch sein, übertrieben schwarz sehen. Du malst schon wieder den Teufel an die Wand, es wird bestimmt alles gut, oder immer musst du den Teufel an die Wand malen, dabei ist die Lage gar nicht so schlimm, also übertrieben pessimistisch. Und das hatten wir auch, die Kastanien aus dem Feuer holen? Ja, für andere die gefährliche oder unangenehme Arbeit machen. Für andere holt er immer die Kastanien aus dem Feuer, oder, ich habe keine Lust, schon wieder für dich die Kastanien aus dem Feuer zu holen, also sich für andere opfern. Und was bedeutet ein fader Beigeschmack? Ein unangenehmes Gefühl bei einer Sache, als ob etwas nicht stimmt. Die Sache hat einen faden Beigeschmack, oder, sein Angebot hinterließ bei mir einen faden Beigeschmack, also ein ungutes Gefühl. Und das hatten wir, etwas auf die lange Bank schieben? Ja, etwas aufschieben, verzögern. Ich habe die Steuererklärung schon wieder auf die lange Bank geschoben, oder, schieb es nicht immer auf die lange Bank, mach es endlich, also prokrastinieren. Und wenn Entscheidungen ohne Praxisbezug getroffen werden? Am grünen Tisch entscheiden? Ja, Entscheidungen treffen, ohne die reale Situation zu kennen, nur theoretisch. Das wurde mal wieder am grünen Tisch entschieden, ohne die Realität zu kennen, oder, am grünen Tisch getroffene Entscheidungen sind oft praxisfremd, also bürokratisch, realitätsfern. Und wenn jemand sich auf einen Kampf vorbereitet? Die Messer wetzen? Ja, sich auf einen Konflikt oder Wettbewerb vorbereiten. Die Konkurrenz wetzt schon die Messer, oder, in der Firma werden schon die Messer gewetzt für die anstehenden Verhandlungen, also aggressiv vorbereiten. Und wenn jemand aus unklaren Situationen Profit zieht? Im Trüben fischen? Ja, aus Chaos oder Unklarheit einen Vorteil ziehen. Er hat im Trüben gefischt und sich an der Krise bereichert, oder, in solchen Zeiten versuchen viele, im Trüben zu fischen, also ausnutzen. Und wenn jemand keine eigene Meinung hat? Sein Fähnchen nach dem Wind hängen? Ja, immer der Meinung sein, die gerade Vorteile bringt, opportunistisch sein. Er hängt sein Fähnchen immer nach dem Wind, um ja keinen zu verärgern, oder, Politiker, die ihr Fähnchen nach dem Wind hängen, sind nicht vertrauenswürdig, also wendisch, anpassungsfähig im negativen Sinn. Und wenn jemand die Kontrolle hat? Das Heft in der Hand halten? Ja, die Führung haben, die Kontrolle ausüben. Bei dem Projekt hält er fest das Heft in der Hand, oder, wer hält in dieser Verhandlung das Heft in der Hand, also die Macht haben. Und wenn jemand bremst? Auf der Bremse stehen? Ja, etwas verhindern, verzögern, blockieren. Die Regierung steht bei den Reformen auf der Bremse, oder, er will zwar viel, aber seine Frau steht da eher auf der Bremse, also blockieren. Und wenn jemand Druck ausübt? Die Faust im Nacken spüren? Ja, unter starkem Druck stehen, bedroht werden. Die Arbeiter spüren die Faust des Chefs im Nacken, oder, bei dem harten Wettbewerb spürt jedes Unternehmen die Faust im Nacken, also unter Druck stehen. Und wenn etwas geheim gehalten wird? Unter der Decke halten? Ja, etwas verbergen, geheim halten. Die beiden hielten ihre Absprache lange unter der Decke, oder, er hielt seine wahren Absichten unter der Decke, also verheimlichen. Und das hatten wir, die Würfel sind gefallen? Ja, eine Entscheidung ist endgültig getroffen. Nach langem Überlegen, die Würfel sind gefallen, wir ziehen um, oder, die Würfel sind gefallen, jetzt gibt es kein Zurück mehr, also endgültig. Und wenn etwas entscheidend ist? Das Zünglein an der Waage sein? Ja, der kleine, aber entscheidende Faktor.
Die Stimmen der Unentschlossenen werden das Zünglein an der Waage sein, oder, bei diesem Spiel war der Torwart das Zünglein an der Waage, also den Ausschlag geben. Und wenn man sich für Notfälle vorbereitet? Das Pulver trocken halten? Ja, vom Schießpulver, das trocken bleiben muss, um zu funktionieren. Also Reserven bereithalten. Wir sollten das Pulver trocken halten, falls es zu Problemen kommt, oder er hält sein Pulver trocken für die entscheidende Phase, also vorbereitet sein. Und wenn jemand in einer Notsituation einspringt? In die Bresche springen? Ja, aus dem Militär, in die Lücke in der Mauer springen. Also jemandem in einer Notlage helfen, einspringen. Als der Chef krank wurde, ist sie kurzerhand in die Bresche gesprungen, oder, ein Kollege ist für mich in die Bresche gesprungen, als ich Hilfe brauchte, also aushelfen. Und wenn man keine Chance hat? Auf verlorenem Posten stehen? Ja, in einer aussichtslosen Situation kämpfen. Mit dieser Meinung stehst du hier auf verlorenem Posten, oder, er kämpfte weiter, obwohl er wusste, dass er auf verlorenem Posten stand, also chancenlos sein. Und das hatten wir, die Flinte ins Korn werfen? Ja, zu schnell aufgeben. Nur weil es einmal nicht klappt, solltest du nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, oder, er wirft schnell die Flinte ins Korn, wenn es schwierig wird, also aufgeben. Und wenn jemand verurteilt wird? Den Stab über jemanden brechen? Ja, jemanden verurteilen, ein negatives Urteil fällen. Die Kritiker brachen den Stab über den neuen Film, oder, man sollte nicht den Stab über ihn brechen, bevor man ihn kennt, also verdammen. Und das hatten wir, im Regen stehen lassen? Ja, jemanden im Stich lassen, nicht helfen. Alle Freunde haben ihn im Regen stehen lassen, als er Hilfe brauchte, oder, du kannst mich doch jetzt nicht im Regen stehen lassen, also allein lassen. Und wenn man einen Konflikt beruhigt? Öl auf die Wogen gießen? Ja, die Wogen sind Wellen, Öl beruhigt sie. Also einen Streit beruhigen, versöhnen. Seine beruhigenden Worte haben Öl auf die Wogen gegossen, oder, wir sollten versuchen, Öl auf die Wogen zu gießen und den Streit zu beenden, also beschwichtigen. Und das hatten wir, das Kind mit dem Bade ausschütten? Ja, mit etwas Schlechtem auch das Gute wegwerfen. Wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und die ganze Abteilung schließen, oder, Kritik ist wichtig, aber schütte nicht gleich das Kind mit dem Bade aus, also überreagieren. Und was ist zwischen Skylla und Charybdis? Das klingt nach Mythologie. Ja, aus der griechischen Mythologie. 2 Meeresungeheuer, zwischen denen man durch muss. Also zwischen 2 üblen Wellen, ein Dilemma. In dieser Verhandlung befinden wir uns zwischen Skylla und Charybdis, oder, die Entscheidung ist schwierig, es ist wie zwischen Skylla und Charybdis, also ein schwieriges Dilemma. Und das hatten wir, den Bock zum Gärtner machen? Ja, jemanden einsetzen, der die Aufgabe missbraucht. Einen unerfahrenen Praktikanten als Projektleiter einzusetzen, heißt den Bock zum Gärtner zu machen, oder, das wäre ja den Bock zum Gärtner machen, also eine falsche Wahl. Und was ist die Büchse der Pandora öffnen? Auch aus der griechischen Mythologie. Pandora öffnete eine Büchse und ließ alle Übel in die Welt. Also etwas anfangen, das viele Probleme bringt. Mit seiner Frage öffnete er die Büchse der Pandora, oder, wenn wir dieses Thema anschneiden, öffnen wir vielleicht die Büchse der Pandora, also unkontrollierbare Folgen auslösen. Und was ist das Damoklesschwert? Eine historische Geschichte, Damokles schwebte ein Schwert über seinem Kopf, nur an einem Pferdehaar. Also eine ständige, latente Bedrohung. Die drohende Kündigung hing wie ein Damoklesschwert über ihm, oder, die Schulden sind das Damoklesschwert der Firma, also eine immerwährende Gefahr. Und was ist Sisyphus' Arbeit? Auch Mythologie, Sisyphus musste einen Stein einen Berg hinaufrollen, der immer wieder herunterfiel. Also eine endlose, sinnlos erscheinende Arbeit. Das ständige Korrekturlesen ist eine wahre Sisyphus-Arbeit, oder, es fühlte sich an wie Sisyphus-Arbeit, immer wieder von vorne anzufangen, also vergebliche Mühe. Und was ist ein trojanisches Pferd? Aus der griechischen Mythologie,
Die Griechen eroberten Troja mit einem hölzernen Pferd, in dem Soldaten versteckt waren. Also etwas, das als harmlos erscheint, aber gefährlich ist. Das neue Gesetz könnte ein trojanisches Pferd sein, das die Rechte der Arbeiter einschränkt, oder, das Angebot kam mir vor wie ein trojanisches Pferd, also eine versteckte Gefahr. Und was ist den gordischen Knoten durchschlagen? Alexander der Große durchschlug den Knoten, den niemand lösen konnte. Also ein kompliziertes Problem durch eine entschlossene Tat lösen. Er durchschlug den gordischen Knoten und entschied sich einfach, oder, manchmal muss man den gordischen Knoten durchschlagen, statt lange zu überlegen, also radikal lösen. Und was ist die Achillesferse? Achilles war unverwundbar, außer an der Ferse. Also die verwundbare Stelle, die Schwäche. Seine Ungeduld ist seine Achillesferse, oder, die veraltete Technologie ist die Achillesferse des Unternehmens, also die Schwachstelle. Und was ist ein Pyrrhussieg? Ein Sieg, der so teuer erkauft ist, dass er sich wie eine Niederlage anfühlt. Pyrrhus gewann eine Schlacht, verlor aber so viele Soldaten. Der gewonnene Prozess war ein Pyrrhussieg, denn die Kosten ruinieren ihn, oder, solch ein knapper Sieg fühlte sich an wie ein Pyrrhussieg, also ein teuer erkaufter Sieg. Und was ist die Gretchenfrage? Aus Goethes Faust, Gretchen fragt Faust nach seiner Religion. Also die entscheidende Frage, die den Kern einer Sache trifft. Die Gretchenfrage ist, ob du wirklich zu ihm stehst, oder, jetzt kommt die Gretchenfrage, wie willst du das finanzieren, also die Kernfrage. Und wenn man Warnungen erkennt? Die Zeichen an der Wand erkennen? Ja, aus der Bibel, wo eine Schrift an der Wand das Ende ankündigte. Also Warnsignale erkennen. Die sinkenden Umsätze, erkennt ihr denn nicht die Zeichen an der Wand? Oder, wir müssen die Zeichen an der Wand erkennen und uns rechtzeitig anpassen, also Vorzeichen verstehen. Und wenn eine Situation sehr gefährlich ist? Auf dem Pulverfass sitzen? Ja, auf einem Fass mit Schießpulver. Also in einer sehr gefährlichen, explosiven Situation sein. In dieser instabilen Region sitzen wir auf einem Pulverfass, oder, mit der angespannten Personalsituation sitzt die Firma auf einem Pulverfass, also kurz vor einer Katastrophe. Und was ist den Rubikon überschreiten? Historisch, Caesar überschritt den Fluss Rubikon und begann einen Bürgerkrieg. Also eine Entscheidung treffen, die nicht rückgängig zu machen ist. Mit dieser Entscheidung haben wir den Rubikon überschritten, oder, wenn du den Vertrag unterschreibst, überschreitest du den Rubikon, also den Punkt ohne Wiederkehr. Und das hatten wir ins Schwarze treffen? Ja, genau richtig liegen. Deine Kritik hat ins Schwarze getroffen, oder, mit seiner Vermutung traf er voll ins Schwarze, also treffend sein. Und das hatten wir, die Rechnung ohne den Wirt machen? Ja, falsch planen, wichtige Faktoren vergessen. Wenn du denkst, das wird einfach, machst du die Rechnung ohne den Wirt, oder, sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht und die Konkurrenz unterschätzt, also falsch kalkulieren. Und das hatten wir, etwas auf dem Kerbholz haben? Ja, Schulden oder Straftaten haben. Der Angeklagte hat schon einiges auf dem Kerbholz, oder er hat ein paar Verkehrsdelikte auf dem Kerbholz, also vorbestraft. Und das hatten wir, die Katze im Sack kaufen? Ja, etwas kaufen, ohne es zu prüfen. Bei Online-Käufen sollte man aufpassen, dass man nicht die Katze im Sack kauft, oder, ein Gebrauchtwagen ist immer ein bisschen wie die Katze im Sack kaufen, also blind kaufen. Und das hatten wir, 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen? Ja, 2 Dinge mit einer Aktion erledigen. Mit dem Einkauf kann ich auch noch den Brief einwerfen und 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, oder, so schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe, wir sparen Zeit und Geld, also effizient sein. Und was ist sein Schärflein beitragen? Einen kleinen Beitrag leisten, seinen Teil beitragen. Jeder kann sein Schärflein beitragen, um die Umwelt zu schützen, oder, auch ich möchte mein Schärflein zu diesem Projekt beitragen, also mithelfen. Und das hatten wir, den Gürtel enger schnallen? Ja, sparen, sich einschränken.
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, oder, wenn ich spare, muss ich den Gürtel enger schnallen, also weniger ausgeben. Und das hatten wir tief in die Tasche greifen? Ja, viel Geld ausgeben müssen. Für das neue Auto mussten wir tief in die Tasche greifen, oder, bei einer Scheidung muss man oft tief in die Tasche greifen, also viel bezahlen. Und das hatten wir auf großem Fuß leben? Ja, verschwenderisch, luxuriös leben. Sie lebt immer auf großem Fuß und gibt viel Geld für Luxus aus, oder, er kann sich das leisten, weil er nicht auf großem Fuß lebt, also im Überfluss leben. Und das hatten wir sein Geld zum Fenster hinauswerfen? Ja, Geld verschwenden. Mit diesem nutzlosen Gerät habe ich mein Geld zum Fenster hinausgeworfen, oder, das ist doch Geld zum Fenster hinauswerfen, also verschwenden. Und was ist in den sauren Apfel beißen? Etwas Unangenehmes tun müssen, weil es nicht anders geht. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die zusätzliche Arbeit erledigen, oder, er biss in den sauren Apfel und zahlte die Rechnung, also etwas Unangenehmes akzeptieren. Und das hatten wir etwas unter den Hammer bringen? Ja, versteigern. Die alte Sammlung wird morgen unter den Hammer gebracht, oder, er brachte sein gesamtes Erbe unter den Hammer, also versteigern. Und das hatten wir auf Sand bauen? Ja, auf unsicherer Basis etwas aufbauen. Wer sein Haus auf Sand baut, wird Probleme bekommen, oder, seine Pläne sind unrealistisch, er baut auf Sand, also ohne festes Fundament. Und was bedeutet das schlägt dem Fass den Boden aus? Das ist die Höhe, das ist zu viel, das übertrifft alles Negative. Seine Frechheit schlägt dem Fass den Boden aus, oder, dass er auch noch lügt, schlägt dem Fass den Boden aus, also das Maß ist voll. Und das hatten wir die Zeche prellen? Ja, nicht bezahlen, besonders im Restaurant. Nach dem Essen versuchte er, die Zeche zu prellen, oder, er ist schon oft wegen Zechenprellens aufgefallen, also nicht zahlen. Puh, 50 Stück und so viele aus der Mythologie und Geschichte. Ja, B2 ist wirklich anspruchsvoll. Aber du hast es geschafft. Was nehme ich mit? Die mythologischen Ausdrücke sind beeindruckend, die Achillesferse, den Rubikon überschreiten, die Büchse der Pandora. Die zeigen ein hohes Sprachniveau. Und die für Entscheidungen? Die Gretchenfrage, die Würfel sind gefallen? Ja, genau. Die machen dein Deutsch wirklich tiefgründig. Danke, Moni. Das war wieder großartig. Gern geschehen. Und jetzt, Feierabend. Die Sache ist in trockenen Tüchern. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Alex. Halt die Ohren steif.